Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Adventskalender mit dabei seid. Wir sind bei Türchen Nummer 13 und hinter Nummer 13 versteckt sich noch einmal der Food Adventskalender von der lieben Juschka alias Sugar Princess, und zwar der Sugar Princess Christmas Cookie Club 2021 Kalender. Ich habe die Ehre, dieses Jahr 2 Türchen füllen zu dürfen. Beim zweiten Türchen habe ich mir etwas Spezielles überlegt, und zwar mache ich etwas mit Fondant. Also ich habe so eine kleine Motivtorte, die wo weihnachtlich ausschaut, und ich habe das Ganze so genannt, und zwar eine ganz einfach simple weihnachtliche Christbaumkugel Motivtorte mit Milchmädchenfüllung. Viel Spaß! Ja, und für diese kleine schöne Torte brauchen wir 4 Biskuitböden mit einem Durchmesser von 18 cm, 500 Gramm zimmerwarme Butter, 2 Dosen gezuckerte Kondensmilch, eine große Dose Mandarinen, 750 Gramm bis 1000 Gramm weißen Fondant, verschieden große weiße und silberne Schokoladenkugeln, dann ein Silberspray und ein Weihnachtsband nach Wahl und natürlich noch einen Zuckerkleber. Hier sind meine Böden. In der Infobox unten findet ihr ein Rezept von einem Mandelbiskuitboden. Die hatten jetzt einen Durchmesser von 18 cm und es waren 2 Böden und die werden einmal halbiert und die dürfen wir auskühlen. So, dann habe ich hier meine ganze Auswahl an Perlen. Ich schreibe euch unten in die Infobox rein, wo ihr die herbekommt. Diese großen zum Beispiel hier, diese silbernen, das waren Schokoladenkugeln, also das war ja so genial. 2 davon bekommt man ganz normal im Laden, in einem größeren Supermarkt, und wie gesagt, in der Infobox findet ihr die Links, wo ihr solche Perlen herbekommt. Also das ist ganz, ganz einfach. Ja, und dann geht es natürlich ohne Fondant-Ausstecher nicht. Außer ihr findet im Internet schon fertige Fondantsterne, dann kauft ihr die, aber ich habe meine selber gemacht und dazu braucht man solche Ausstecher. Da findet ihr auch in der Infobox einen Link, wo ihr die herbekommt. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Buttercreme. Dazu gebe ich die zimmerwarme Butter in eine Schüssel. Was ganz wichtig ist bei Buttercreme, dass die Butter und die Kondensmilch dieselbe Temperatur haben, denn sonst fängt es zum Gerinnen an. Die Butter habe ich jetzt so gute 5 bis 6 Minuten aufgeschlagen, die ist jetzt weiß, und wenn es soweit ist, also wenn die Butter weiß wird, gebe ich nach und nach die beiden Dosen gezuckerte Kondensmilch dazu. Die gezuckerte Kondensmilch gibt es auch schon eigentlich in jedem gut sortierten Supermarkt. Ja, das schlage ich dann nochmal aus, so 2-3 Minuten auf, und dann ist meine Buttercreme auch schon fertig. Bevor ich sie aber verwende, gebe ich sie nochmal kurz so eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit sie einfach besser zum Verstreichen ist. Ja, ich habe hier jetzt ein Cakeboard, das braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Ihr könnt auch eine normale Platte nehmen, also Tortenplatte. Da gebe ich ein bisschen Buttercreme drauf und lege dann auch hier meinen ersten Boden darauf. Und das habe ich jetzt auch nur gemacht, damit mir der Kuchen nicht runterrutscht. Dann gebe ich würde mal sagen, so knapp ein Viertel von der Creme auf meinen Tortenboden und verstreiche das Ganze. Das darf ruhig ungleichmäßig sein, also es darf ruhig am Rand ein bisschen rausschauen. Ich muss die Torte sowieso komplett damit eindecken. Ja, meine Mandarinen habe ich natürlich abtropfen lassen, und da gebe ich ein paar drauf, lege den nächsten Boden drauf und dann wiederhole ich das Ganze, und zwar so lange, bis alle Böden verarbeitet sind und ich ein kleines Türmchen habe. Hier lege ich jetzt meinen letzten Boden drauf, ein bisschen anquetschen, andrücken, und dann streiche ich meine Torte komplett ein und fülle auch die Lücken noch. Geht eigentlich ganz einfach. Am besten ist, ihr habt da eine kleine Winkelpalette, ganz wichtig. Mit der geht es eigentlich ziemlich gut. Ja, und es dauert halt ein klein wenig. Wer es hinbekommt, macht es gerade. Ich habe es nicht ganz gerade hingebracht, denn ich bin da drin echt kein Meister. Absolut nicht. Deswegen seht ihr auch ganz wenig mit Fondant bei mir. Aber es macht schon Spaß, mal damit zu arbeiten. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. In der Zwischenzeit knete ich so 250 Gramm Fondant weich, denn da mache ich jetzt meine Sterne. Und dazu, also wie gesagt, Fondant zusammenkneten, dass er weicher wird, und dann ziemlich dünn ausrollen, so gut wie es halt geht. Zu verhindern, dass Fondant klebt, nimmt ihr Puderzucker oder Bäckerstärke. Da kann man nicht ganz gut damit ausrollen.
Ja, dann habe ich hier meine Sternausstecher. Da steche ich jetzt einfach hinein und man drückt dann oben drauf und dann präge ich den Fondant. Das ist richtig cool, also eine coole Idee. Und dann drücke ich einfach nur oben drauf und dann sollte er eigentlich rausfallen. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und wenn man es mit den Fingern raus tun muss, dann bitte vorsichtig, denn es verformt sich ganz leicht. Am besten wäre vielleicht, hätte ich nehmen sollen, es mit dem Zahnstocher lockern, weil da geht es alles ein bisschen einfacher. Ne, also vorsichtig aus der Form lösen. Wie gesagt, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. War ja klar, dass es bei mir jetzt da nicht klappt. Ja, so sah der Stern aus. Den lege ich jetzt auf eine, am besten Backpapier, damit ich das ganz leicht wieder lösen kann. Und dann habe ich hier jetzt ein Silberspray, das gibt es übrigens auch in einem Supermarkt. Ich schreibe euch unten in die Infobox hin, woher ihr das bekommt. Also ich schreibe euch alles in die Infobox und dann könnt ihr schön einkaufen gehen, falls ihr die Torte nachmachen wollt. Jetzt sprühe ich meine Sterne einfach damit ein. Andere Möglichkeit, ihr kauft euch gleich einen silbernen Fondant und stecht es da aus. Aber ich habe es jetzt selber gemacht. Und die dürfen jetzt trocknen. Ganz wichtig. Da braucht man auch kein Härtemittel rein. Das trocknet von alleine. Ja, dann geht es weiter mit meinen Kugeln. Die gehen eigentlich mega einfach. Also auch wieder den Fondant weich kneten. Und dann einfach eine Kugelform. Und schauen, dass halt auch wirklich keine Rillen drin sind. Keine Risse. Dass es schön glatt ist. Und davon habe es waren 4 Stück. Dann habe ich hier jetzt meinen Kleber. Findet ihr auch in der Infobox, wo ihr den herbekommt. Und da klebe ich jetzt einen Stern oben drauf. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe mir einfach von einer echten Christbaumkugel das obere, diesen Anhänger genommen und habe den da reingesteckt. Man kann den auch selber machen, aber ich fand die Idee eigentlich gar nicht so doof, weil wir haben sowieso nicht vorgehabt, diese Kugeln zu essen. Weil es ja purer Zucker und die kann man auch aufheben übrigens, nicht? Also die sind haltbar, die könnt ihr nächstes Jahr wiederverwenden. Und dann habe ich die halt von der Kugel genommen. Und dann habe ich nochmal einen Stern draufgeklebt, noch ein paar Perlen auf die Sternchen, damit das alles ein bisschen schöner ausschaut. Und dann dürfen die komplett austrocknen. Und das dauert wirklich 24 Stunden. Ja, dann habe ich hier jetzt den restlichen Fondant. Das waren ungefähr 500 Gramm. Also man braucht schon viel Fondant. Aber das ist ja normal bei einer Motivtorte. Der wird ebenfalls nochmal weich geknetet und dann sehr dünn ausgerollt. Und ihr müsst ihn auch so ausrollen, dass er komplett die ganze Torte eindeckt. Also immer wieder mal die Torte holen, so in die Mitte stellen und schauen, ob es langen könnte. So sah das dann bei mir aus. Jetzt hole ich meine gekühlte Torte, das ist wichtig, die muss durchgekühlt sein. Und jetzt lege ich den einfach, was heißt einfach? Ich habe meinen Fondant auf meinen Roller gerollt und einfach drüber gelegt. Also es geht ganz einfach. Und schaut doch bitte, dass der Fondant wirklich die ganze Torte gleich bedeckt, weil das dann zu verschieben ist ein bisschen schwierig. Ich habe hier jetzt einen Fondantglätter. Und ja, jetzt passe ich halt eben den Fondant der Torte an. Geht ganz gut mit dem Handrücken, nicht mit dem Handrücken, mit der Handfläche, Innenfläche. Schön glattstreifen und mit dem Fondantglätter dann halt nachglätten. Also es ist schon ein wenig Arbeit. Und dann auch immer wieder mal dann unten den Überschuss abschneiden. Denn der kann so schwer werden, dass euch der Fondant reißt. Also das Problem hatte ich schon ein paar Mal. Deswegen ziemlich zügig die Last abschneiden, sage ich jetzt mal. Ja, und dann auch schauen, dass die Falten rauskommen. Das ist immer so die größte Herausforderung. Ja, und dann geht es auch schon ans Verzieren. Einfach die Kugeln oben drauf legen, wie ihr sie gerne haben wollt. Dann habe ich hier diese ganzen Kugeln, unterschiedliche Größe, weiß und silber. Die setzt ihr einfach unterschiedlich auf die Torte oben drauf. Und ihr seht schon, unten habe ich den Rand mit einem das ist kein Dottenband, das ist ein stinknormales Geschenkband umwickelt. So kann man nämlich den
nicht so schönen Rand, so wie es bei mir war, weil ich wieder zu doof abgeschnitten habe, vertuschen, retuschieren. Ja, also klappt wunderbar. Ja, und dann ist sie fertig. Also es ist eine kleine Arbeit, man braucht auch ziemlich viele Sachen dazu, aber es macht echt mal Spaß, sowas herzustellen. Und ich muss sagen, die war auch richtig lecker. Ja, und hier seht ihr dann meinen Anschnitt. Also ich war echt überrascht, wie lecker die war. Ich habe gedacht, die ist mega süß. Sie ist süß, aber so süß, wie ich gedacht habe, war sie dann doch nicht. Also wirklich toll. Ihr könnt auch statt Mandarinen Erdbeeren, Weintrauben, Pfirsiche, Heidelbeeren, Himbeeren. Also ihr könnt da echt nehmen, was ihr wollt. Ja, und es ist doch auch ein wunderschöner Hingucker, oder nicht? Ja, das war jetzt das Rezept meiner Motivtorte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich bin kein Künstler, was Fondant betrifft, deswegen gibt es die auch ganz selten. Aber ich muss sagen, es hat echt mal Spaß gemacht. Also so schwierig war es gar nicht. Natürlich nicht ganz perfekt, aber sie war wirklich schön zum Anschauen und war auch wirklich total lecker. Also das hat mich gewundert. Eben durch diese Mandarinen hat sich dieses Zuckrige von dem Fondant ein bisschen rausgezogen. Ja, ihr Lieben, schaut bitte in meiner Infobox nach, da ist der Link auch zu Juschkas Blog. Da könnt ihr nachlesen, wer noch alles an diesem schönen Adventskalender teilnimmt, und ihr könnt ja auch was gewinnen. Und da findet ihr die Teilnahmebedingungen auch auf Juschkas Website, also auf Juschkas Blog. Ja, schaut auch bei den anderen vorbei. Es gibt nämlich ganz, ganz viele tolle Rezepte, und ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch was gewinnt. Ja. Das war es dann auch von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine tolle Weihnachtszeit. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.